I have a dream today. Martin Luther King sagte einmal, I have a dream. Und auch ich habe einen Traum. Schon als kleines Kind habe ich mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich 100 Kilometer laufe. Moment mal, das ist gar nicht meine Geschichte. Das hier ist meine Geschichte. Faul und fett bist du geworden, Bitch. Früher hatte ich dieses Tigerauge und das ist mir irgendwie in den letzten Monaten abhanden gekommen. Und vielleicht kennst du das. Früher warst du ein Biest, ein Monster mit so viel Energie, den absoluten Drive, um deine Arbeit richtig gut zu machen, deinen Sport noch zu machen, dich weiterzubilden. Alles kein Problem. Und jetzt, schau dich an, schau mich an. Ich bin ein Bürohengst geworden. Boah, ich kotze, wenn ich das sage. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt. Wo, verdammt nochmal, ist dieser Typ hin, den ich sonst kenne? Und wenn es mir so geht, dann kann mir eigentlich nur ein Mann auf dieser Welt helfen. I'm back, motherfucker! I'm back because you allow life to get in your fucking head. Merry fucking Christmas! Inspiriert von einem Ultrarunner David Goggins entschied ich mich für eine monumentale Aufgabe. Scheiß auf 10, auf 21, auf 42. Ich will 100 Kilometer. Und nicht geradeaus mit irgendwelchen süßen Babysteigungen, sondern mit knapp 6000 Höhenmetern dabei. Das war mein Ziel. Was soll ich sagen? Soy un hombre loco. Ab jetzt quälte mich nur noch eine Frage. Kann ich das wirklich schaffen? Voller Energie und Entschlossenheit habe ich mich zu einem 128 Kilometer Trailrun über die Insel von Gran Canaria angemeldet. Habe angefangen zu trainieren, bin krank geworden, bin gesund geworden, habe wieder angefangen zu trainieren, war in Deutschland zu Besuch, habe die übelste Seuche eingefangen, die mich komplette 2 Monate ausgenockt hat. 1 Monat davon war mein Jahresurlaub. Richtig top. Habe ich wieder angefangen zu trainieren, hatte noch 1 Monat Zeit, um mich darauf vorzubereiten. El Fetti Bum Bum, so bezeichne ich mich, ist dann ohne Kondition zu diesem Trailrun gegangen und hat in 10 Stunden 45 Kilometer zurückgelegt. Und dann bin ich aufgrund der Zeitüberschreitung disqualifiziert worden. Und ab da schwor ich mir Rache. Ich fing also wieder an zu trainieren, bin nicht krank geworden, habe mich zu einem 28 Kilometer Trailrun angemeldet, den mit Bravour gemeistert. Dann folgte ein 47 Kilometer Trailrun. Dort habe ich mich 2-mal verirrt, bin zum Schluss 50 Kilometer gelaufen, mehr als alle anderen, habe ihn beendet, allerdings bin ich ausgeschieden aufgrund der Zeit. Dann folgte ein 28 Kilometer Trailrun nachts. Dort bin ich fast ohnmächtig geworden, habe mir diese Narbe hier geholt, weil ich gestürzt bin, aber ich habe auch diesen Lauf beendet. Dann habe ich weiter und weiter und weiter und weiter und weiter trainiert und dann war der große Tag meiner Rache endlich gekommen. 100 Kilometer Pyrenäen in den Bergen, Spanien, 6000 Höhenmeter. Oh yeah. Und jetzt denkst du, der Typ war ja top vorbereitet, ne? Ich habe heute Nacht vielleicht so 3 Stunden geschlafen. Ich bin so müde, dass ich überhaupt gar nichts fühlen kann. Gutes Nächtle, würde ich sagen, ne? Jetzt geht's los. Meine größte sportliche Challenge im Leben. Ich war schon beim Laufstart völlig übermüdet, was man hier auch gut sehen kann. Ich hatte auch noch eine schmerzhafte Wunde durch eine nicht adäquat sitzende Boxershort. Habe ich mir im Training schön meine Oberschenkelinnenseiten aufgeschürft. Jeder Schritt von Beginn an verursachte ein schönes brennendes Feuer zwischen meinen Schenkeln. Ja, das hört sich komisch an, aber das ist die schmerzhafte Wahrheit. Jetzt muss ich damit ja nur 100 Kilometer laufen. Und dann ging es los. Nach 9,9 Kilometern erreicht den ersten Checkpoint auf 1640 Metern Höhe und eine wunderschöne Aussicht. Wieder etwas motiviert. Das ist geil. Jetzt gibt es noch ein paar Freaks hier. Es geht zweite halbe Stunde gut. Auf den nächsten 6,4 Kilometern bis zum nächsten Checkpoint dreht mein Verstand vollkommen durch. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich den ganzen Tag und die ganze Nacht noch durchlaufen muss, vor allen Dingen tut jeder einzelne Schritt richtig weh. Meine Wunde schmerzt gewaltig. Und zu allem Überfluss
fängt jetzt schon mein Magen richtig an zu krampfen. Und ich bin vollkommen ehrlich mit dir. Ich will aufgeben und mein Verstand sucht schon nach einem Ausweg für mich. Doch in diesem dunklen Loch zeigte sich die Natur von ihrer allerschönsten Seite. Aber genauso schön wie diese Berge sind, genauso wenig Gnade haben sie mit mir. Es geht 943 Meter rauf bis zum nächsten Checkpoint. Ich komme an der Station an, ich treffe meinen Bruder und er sieht und hört, wie schlecht es mir eigentlich geht. Und ich sage zu ihm, lauf ohne mich weiter. An dieser Stelle haben mich meine Sorgen fest im Griff. Und ich frage mich, kann ich das wirklich schaffen? Ich weiß einfach nicht, was los mit mir ist. Ich muss Pause machen. Ich verliere Zeit und das Gefühl stellt sich ein, alles ist verloren. Doch solange ich noch nicht raus bin, muss ich weitermachen. Dann sehen meine Augen etwas Wunderschönes. Es geht bergab. Ich bekomme neue Energie und meine Magenschmerzen lösen sich in diesem Moment in Luft auf. Ich bin wieder entschlossen, diese Berge zu bezwingen und 100 Kilometer zu schaffen. Ich laufe und laufe wie ein junger Gott. Ich komme nach 8,4 Kilometern an den nächsten Checkpoint an, schaue auf meine Uhr und denke mir, what the fuck, 1 Stunde Puffer aufgebaut, Baby. Woo! Jetzt ziehst du richtig durch. Nein, jetzt kommt der komplette geistige Zusammenbruch. Ein Vollcrash, Alter. Meine Wunde schmerzte unaufhörlich. Ich creme mich immer wieder ein. Aber jeder einzelne Schritt fühlte sich an, als würde Schmiergelpapier zwischen meinen Oberschenkeln brennen. Ich bin wütend, ich bin fast am Einschlafen und ich weiß einfach nicht, wie ich Herr über meine Schmerzen werden soll. Ich will wieder aufgeben. Aber diesmal sind die Gedanken auf einem komplett anderen Level. Und an dieser Stelle durchschießt ein Geistesblitz mein komplettes Dasein und verändert alles. Ich laufe langsam weiter und parallel spielt sich dieser Film vor meinem geistigen Auge ab. Ich sehe mich und meinen Sohn. Und ich erzähle ihm, weißt du, ich habe auch mal an einem 100-Kilometer-Lauf teilgenommen. Und dann sagt er etwas, was so deutlich in meinen Ohren zu hören war, so als ob er vor mir stehen würde. Er sagte, Papa, warum hast du aufgegeben? Plötzlich schießen mir die Tränen in meine Augen. Und ich sehe mich, wie ich versuche, mich zu erklären. Ja, weißt du, ich war total übermüdet und dann bin ich in diesen Lauf gegangen und meine Wunde, die wurde immer größer und größer und schmerzte immer mehr. Und im nächsten Atemzug wurde mir bewusst, wie lächerlich das klingt, wie lappenhaft das klingt. Und ich wurde richtig wütend. Selbst wenn ich mir hier und heute meine ganze verfickte Haut aufreibe, kann das niemals der Grund sein, warum ich diesen Lauf nicht schaffe. Das kann ich meinem Sohn niemals erzählen. Ich will ihm das nicht erzählen und ich bin geschockt, was dieser Gedanke mit mir macht. Denn das Wahnsinnige an diesem Gedanken ist Folgendes. Das erzähle ich dir später. Auf einmal kann ich wieder laufen und der Schmerz meiner Wunde scheint wie ausgelöscht. Ich nehme den nicht mehr wahr. Hier laufe ich mit Tränen in den Augen weiter und die Stimme meines Sohnes lässt mich nicht mehr los. Papa, warum hast du aufgegeben? Jetzt, nach 31,1 Kilometern, erreiche ich den dritten Checkpoint auf 1511 Metern Höhe. Ich brauche nur 10 Minuten, kurz trinken, essen und weiter geht's. Und ich habe meine 1 Stunde Puffer behalten. Ich fühle mich gerade unbesiegbar. Es wartet nur ein kleiner Abschnitt von 5,1 Kilometern auf mich mit wenig Höhenmetern. Das tut gut und für den Kopf scheint alles gut zu laufen. Gott ist auf meiner Seite, Baby. Ein Höhenflug. Aber du kannst dir denken, was jetzt passiert. Ich stürze wieder ab. Die Schmerzen meiner Wunde kehren mit voller Wucht zurück. Mein Geist will trotzdem, aber mein Körper gehorcht mir nicht mehr.
Kurz nach dieser Szene setze ich mich das erste Mal hin und lege mich sogar hin. Ich versuche die Augen ein bisschen zu schließen und ich esse etwas. Ich versuche auch diesen Ausblick zu genießen, weil diese Natur ist eigentlich unfassbar schön, aber das gelingt mir nicht, weil die Zeit ist mir die ganze Zeit im Nacken. Ich muss meinen Arsch wieder hochkriegen. Also ich laufe sehr, sehr langsam zur Zeit. Schauen, vielleicht kommt irgendwann Energie zurück. Das ist jetzt richtig. Jetzt, nach 48 Kilometern, bin ich am Checkpoint angekommen, auf 2010 Meter Höhe. Mein vorangegangener Kampf forderte sein Tribut. Minus 15 Minuten auf der Uhr und nur noch 45 Minuten vor der Deadline. Und jetzt kam ein langer Streckenabschnitt von 11,5 Kilometern. Es bleibt ungewiss, ob ich es schaffen kann. Und trotzdem bin ich in all meinem Schmerz dankbar um meinen Sohn und um diesen Gedanken, der mich vorantrieb und motivierte. Ich reiße mich zusammen und konzentriere mich. Ich laufe und laufe und laufe und langsam gewöhne ich mich an dieses verrückte Abenteuer. Bei Kilometer 61 komme ich an, nächster Checkpoint, und ein Mann begrüßt mich so freundlich, dass ich denke, ich bin zu Hause. Aber ich kann nicht lange bleiben, denn jetzt bricht die Nacht an. Ich muss meine Kleidung wechseln und dann geht's weiter in die Nacht. Und wir wissen nie, wie kalt es hier werden kann in den Bergen. Ich habe eine Stunde Vorsprung wieder aufgebaut. Das war nicht easy. Aber jetzt habe ich eine Stunde mehr Zeit für jeden Checkpoint, der kommt. Der nächste sind 9 Kilometer. Ordentlich Höhenmeter. So ist es. Um den Vorsprung aufzubauen, habe ich mich schon ein bisschen gefickt. Und ja, die Beine machen sich bemerkbar. Ich muss jetzt noch 27 Kilometer machen. 27 Kilometer noch zu gehen. Und ich muss das Ganze 3 Stunden 30 hinbekommen. 3 Stunden 30 habe ich Zeit. Okay, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich raus. Ich bin zuversichtlich, aber das sind noch eine Menge Kilometer, eine Menge Stunden. Da kann viel passieren. Schauen wir. Ich kann kaum glauben irgendwie, dass meine Beine noch funktionieren. Aber ich kann tatsächlich noch leicht joggen. So, und manchmal geht's einfach wieder. Das ist krass. Sehr, sehr krass, wie viel Energiewert ich habe. Mein Gott, ich bin jetzt bei 18 Kilometer ungefähr. 1 Kilometer kommt der Checkpoint. Dann gibt es noch 2 Checkpoints. Halleluja. Halleluja. Jetzt bin ich schon bei 88 Kilometern, 1565 Höhenmeter, Sant Jordi Checkpoint erreicht. Und der letzte Streckenabschnitt war katastrophal. Auf einmal wurde es extrem steil. Aber in mir stieg jetzt die Vorfreude. Nur noch 12 Kilometer und es geht bergab. Ich will das schaffen. Doch jetzt passiert etwas, womit ich niemals gerechnet hätte, und es wird nochmal richtig schlimm. Ich bin bei Kilometer 94. Ich mache einen kurzen Stopp, um meine Wunde einzucremen. Rucksack auf den Boden, Creme raus. Selbst die Wunde zu berühren tut jetzt schon so höllisch weh, aber egal. Ich pushe mich, unterdrücke die Schmerzen und die nächsten 1,5 Kilometer komme ich gut voran. Denn das Ziel ist zum Greifen nah. Ich mache einen kurzen Überprüfungsgriff an meinen Rucksack und ich geriet direkt in Panik. Denn dort, wo ich ins Leere fasste, sollte eigentlich meine GoPro sein.
Fuck, 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 fuck. Du hast deine GoPro verloren. Ich schaue auf die Uhr. Du musst weiter. Du hast keine Zeit, jetzt wieder zurückzugehen. Du musst diesen Lauf schaffen. Auf der anderen Seite, so viel Geld ist im Arsch. Die Aufnahmen sind weg. Das ist beschissen. Warum passiert mir das jetzt? Je länger ich jetzt hier stehe, umso mehr Zeit entgleitet mir. Und dann ist etwas passiert, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Bei Kilometer 95 mit 95 Kilometern in meinen Beinen fange ich aus dem Stand an loszusprinten. Und ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich spüre meine Knie nicht mehr, die wehgetan haben. Ich spüre meine Wunde nicht mehr. Ich spüre gar nichts mehr. Ich bin in meinem Film und voll im Panikmodus, überschwemmt von Adrenalin. Ich gehe zurück zur Stelle, wo ich eben meinen Rucksack abgelegt habe, um mich einzukriegen. Ich leuchte alles ab. 4, 5, 6, 7, 8 Mal hin und her laufen. Da ist nichts. Da ist keine GoPro. Habe ich die vielleicht schon vorher verloren, aber eben hatte ich sie doch noch. Ich laufe weiter zurück, um den Weg abzusuchen, aber da ist nichts. Deine GoPro ist weg. Deine Aufnahmen sind weg. Du musst jetzt weiterlaufen, habe ich mir gesagt. Ansonsten schaffe ich den Lauf nicht mehr. Dann ist das halt so. Mental am Ende und völlig gestresst überprüfte ich noch einmal meinen Rucksack. Und meine GoPro war die ganze Zeit bei mir. Ich habe sie zuvor an eine Stelle getan, die ich nie benutzt habe. Und mein Kopf hat mir einen Streich gespielt. Nach 95 Kilometern war meine Konzentration völlig am Ende. Sofort fiel dieser ganze Stress von mir ab, bis der neue kam. Denn jetzt musste ich mich wirklich beeilen, um es noch zu schaffen. Ich versuchte so gut wie es ging zu rennen, um Zeit aufzuholen. Ich beeile mich und ich komme am Ende eines Abstiegs auf eine Asphaltstraße zu und eine Kreuzung. Es geht rechts, es geht links und ich glaube auch geradeaus in einen Waldweg hinein. Aber ich sehe keine Markierung mehr. Es ist stockdunkel und ich sehe keine Markierung mehr. Und gleichzeitig bekomme ich einen heftigen Flashback und richtig Stress. Weil zuvor habe ich einen Lauf gemacht, selbe Situation. Kreuzung, rechts, links, geradeaus, keine Markierung mehr da. Und das war der Punkt, wo ich mich das zweite Mal verirrte. Fuck, 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 fuck. Das kann doch alles nicht wahr sein. Kurz vor Schluss, kurz vorm Ziel. Das geht doch nicht. Wie viel Pech kann man denn haben? Ich gucke auf meine Uhr. Die zeigt mir auch nicht mehr den richtigen Weg an. Es könnte geradeaus sein, könnte aber auch rechts sein. Ich laufe zurück. Nach 96 Kilometern. Wieder im Sprint und sprinte den gottverdammten Berg hoch und schau, ob es einen anderen Weg gibt. Gibt's nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Ich laufe wieder zurück. Ich muss auf dem richtigen Weg sein. Ich stehe wieder vor dieser Kreuzung und bin total verzweifelt. Was soll ich denn jetzt machen? Keine Menschenseele, niemand da. Wie durch ein Wunder parkte auf diesem gottverlassenen Parkplatz nebenan um diese Zeit ein Auto. Ich ging zu dem Fahrer hin und fragte, hast du Läufer gesehen? Ja, die sind da unten hergerannt. Ich war skeptisch, denn bei einem früheren Lauf wurde ich auch schon mal voller Überzeugung in die falsche Richtung geschickt und habe mich verirrt. Aber ich hatte keine andere Wahl, ich musste ihm Glauben schenken. Also lief ich rechts entlang auf dem Asphalt die Straße runter und ich sehe keine Markierung. Aber ich hatte Glück im Unglück. Diese Straße führte mich zurück in die Zivilisation. Ich sah Häuser, Autos und das Wichtigste, irgendwann dann auch wieder eine Markierung. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte die Zeit schon alles verschlungen, oder?
1 Kilometer noch. 1 Kilometer. Das habe ich mir so lange vorgestellt. So lange wollte ich das schon machen. 100 fucking K, Mann. Und wir sind gleich da. Der letzte Kilometer, der gehört uns. Mr. Unbesiegbar. Bin ich wirklich unbesiegbar? Oh ja, ich bin unbesiegbar. Okay. Dann gehen wir mal. Hola. Gracias. Der letzte Kilometer. Da. Da gehen wir hin. Und dann ist vorbei. Dann ist alles vorbei. Hola, gracias. Das genieße ich jetzt. Keine Hektik, sondern genießt. Das genieße ich. Oh ja. 100 Kilometer. Scheiße. 100 fucking Kilometer. Geil. Endlich 100 K. Gracias. Geil. Ihr seid unbesiegbar. Könnt alles schaffen, was ihr wollt. Ich habe es geschafft, meine 100 Kilometer zu laufen mit 6000 Höhenmetern und du kannst das auch. Falls du Bock hast auf mehr solcher unbesiegbar Challenges, wo wir gemeinsam den Leuten zeigen, dass alles möglich ist, es keine Limits gibt und wir alle Herausforderungen meistern, dann schreib es gerne mal in die Kommentare. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, selber loszulegen zu laufen, dann empfehle ich dir einen geilen Podcast von meinem Buddy Heiko. Link ist in der Beschreibung. Er hat mir in seiner letzten Podcast-Folge auch gratuliert zu meinem 100 Kilometer Erfolg und mir einen Shoutout gegeben. Richtig geiler Typ, du wirst ihn lieben. Klick mal auf den Link in der Beschreibung. Und falls du dich mit dem Matthias vom Anfang identifizieren kannst, dir fehlt das Tigerauge, dein Drive, deine Motivation, dein Antrieb, dann bewirb dich gerne unter www.thenextlevel.de auf ein kostenloses Erstgespräch und wir geben dir deine Motivation zurück. Wir setzen deine Energie in dir wieder frei, sodass du jeden Tag mit einem Tigerauge attackieren kannst. Und eine Antwort bin ich dir ja noch schuldig. Was ist das Wahnsinnige an diesem Gedanken mit meinem Sohn, mit diesem Bild, was ich da bekommen habe? Ich habe gar keinen. Ich habe gar keinen Sohn. Und trotzdem hat mich dieser Gedanke, dieses Bild so sehr in die Kraft gebracht. Und da sagt nochmal einer, Motivation ist Bullshit. Motivation entscheidet über deinen Erfolg.